Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute wollen wir uns nochmal das Thema Dungeons angucken, weil es auch jetzt ein paar Mal tatsächlich gefragt wurde, wie es denn eigentlich aussieht mit in Dungeons Leveln. Und ich kann es jetzt leider nur so ein bisschen probehalber machen, weil ich habe leider keinen Low-Level-Assisten. Ich habe aber zwei Low-Level-Mercs, mit denen wir in unterschiedliche, oder nicht Merc, aber zwei Low-Level-Chars, mit denen ich in die beiden Low-Level-Dungeons gehen kann. Und mein letzter Stand, was die Dungeons angeht, ist, dass die so schwer sind, dass es für Free-to-Play-Spieler nicht wirklich möglich sein wird, hier zu leveln. Aber für Leute, die halt ein bisschen Geld investieren und halt viele Power-Ups aktivieren können, könnte es unter Umständen tatsächlich lukrativ sein, hier zu leveln, weil die Monster halt viel mehr XP geben als in der Open World. Außerdem muss man sich den Spawn nicht mit anderen Leuten teilen. Aber das größte Problem ist, dass sie extrem stark sind, sehr viel HP haben und sehr viel Schaden machen. Also, ob sich das dann wirklich rentiert, hängt halt wirklich stark davon ab, wie ist der eigene Charakter ausgerüstet, beziehungsweise vor allem davon, hast du Fett Power-Ups oder hast du keine fetten Power-Ups. Und einen Assist braucht man natürlich auch, das sowieso. Aber ich wollte jetzt einfach nochmal kurz gucken, wie es denn vom Damage her aussieht. Auch relativ realistisch, weil der Char ist jetzt zwar Level 60 Blade bereits, aber wir haben trotzdem nur ein Comet-Set am Start. Und es geht ja eigentlich hauptsächlich um den Schaden, den wir selber bekommen, weniger um den wir austeilen. Weil ich sag mal so, wenn du den Schaden nicht wenn du nicht aushalten kannst, was die austeilen, dann ist es vollkommen egal, was du austeilst, weil du wirst sowieso sterben. Genau. Das heißt, wir gehen jetzt einfach einmal hier rein in den normalen Modus. Der ist Level 31 bis 60. Genau. Ihr seht, ich bin gebufft. Die Buffs werde ich jetzt verlieren. Man kann sich nicht vorher buffen. Deswegen, wie gesagt, zwingend ein Assist notwendig. Von 4000 HP auf 2700 runter. Ein weiterer Nachteil in Dungeons ist, die sind alle aggro, die Monster. Das heißt, man muss wirklich aufpassen, dass man auch nicht zu viele Monster pullt. Das wäre das nächste Risiko, was man hier eingeht. Und ja, ich würde zumindest mal einen Bullhams dann aktivieren. Ich will jetzt nicht gewone-shottet werden. Glaube ich zwar auch ehrlich gesagt nicht, dass das passiert. Ich hoffe es, aber mal gucken. Und, naja gut, ich will jetzt auch nichts verschwenden. Machen wir einen Death Upcut Stone an. Death Zuckerwatte, das geht nicht, oder? Doch, das geht auch noch. 300 HP haben wir da auch noch. Genau, jetzt haben wir HP zumindest mal um 900 erhöht. Also so ein bisschen simulieren wir, als würde man halt ein paar Power-Ups aktivieren. Ja, egal. Das sollte zumindest reichen, um vielleicht nicht gewone-shot zu werden. Aber man sieht es jetzt schon, die haben 45.000 HP. Ich bin jetzt Level 60. Die Monster in Darkon, wo ich gerade war, Garbage Spider, Crane, die haben so zwischen 21.000 bis 25.000. Das sind Monster im Bereich von so 64 bis 67. Und ja, das wäre so das Äquivalent dazu. Also schon hier viel mehr HP. Dafür halt bessere Mobdichte plus mehr XP pro Mob. Aber eben extrem starke Gegner. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Okay, ist nichts passiert. Okay, wir wurden vergiftet. Kann es sein, dass mich das Vieh kein einziges Mal richtig getroffen hat? Oder habe ich mir es nur eingebildet? Ich habe es leider nicht auf die XP geachtet. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir tatsächlich ein Monster killen. Ja, okay, die sind vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil die tatsächlich so komische Doppelschläge machen und mehr auf das Gift wahrscheinlich abzielen. XP sind tatsächlich gar nicht so gut. Ja gut, vielleicht ist der Chart zu hoch. Ich kann gleich nochmal mit meinem Low-Level-Chart reingehen, dann können wir es da auch nochmal überprüfen. Ja, aber tatsächlich jetzt als Blade doch gar nicht so schlimm. Aber wie gesagt, gehen wir lieber nochmal mit dem Low-Level-Merc rein, damit ich hier kein verzerrtes Bild liefere. Jetzt haben wir 2 Hits bekommen. 1200 waren das jetzt. Okay, plus das Gift, das instant triggert, wenn man vergiftet wird. Deswegen dieser komische Dreifachschaden. Ja, okay, ist gar nicht so schlecht. Und was man hier natürlich auch sagen muss, ich habe jetzt keine Curses aktiviert. Das wäre das nächste. Aber mit den Curses, wie gesagt, ich war jetzt nicht sicher, ob ich es überhaupt überleben kann. Ist es noch so, dass man sich noch mehr XP-Boni holen kann. Und wenn man in Dungeons levelt, ist das eben so, dass man die auf jeden Fall aktivieren sollte. Das heißt, man kann dann hier nochmal einen Bonus-XP rausholen. Je nach Dungeons ist es nicht immer das gleiche. Monster regenerieren einen bestimmten Prozentsatz ihrer Gesundheit pro Sekunde, geben aber mehr Erfahrung. Das wäre das eine. Dann muss ich selber kurz gucken. Was war das andere nochmal? Höhere Droprate. Hier ist es. Ist genau in der Mitte. Ach, dieses Interface ist so ätzend. Dolch von innen, Monster haben mehr kritische Chancen, geben auch mehr Erfahrung. Sag mal so, wenn du Full Power bist und das grundsätzlich tanken kannst, dass die mehr critten, kann dir relativ egal sein. Also könnte man tatsächlich hier beides aktivieren.
Das mit dem HP regenerieren ist natürlich ein bisschen kritisch, muss man sagen. Er ist nicht ganz so gut, aber grundsätzlich sollte es auch kein so großes Problem sein. Wie gesagt, mit Link Attack, mit Power-Ups und so weiter, da sollte man da keine allzu großen Schwierigkeiten haben. So, was ist jetzt nochmal hier mit einem anderen Mercenary, der ist ein bisschen niedriger. Und was mir tatsächlich noch aufgefallen ist, ist die HP der Monster, die bleibt tatsächlich immer gleich. Das heißt, als Blade war das jetzt natürlich kein großes Problem, Monster mit 45.000 HP zu töten. Mit einem Mercenary auf Level 38 ist das natürlich schon ein bisschen schwieriger. Selbe Equipment. Und hier mache ich es jetzt aber so, der Char hat tatsächlich relativ viele Power-Ups, bei dem habe ich immer Dailies gefarmt. Den benutze ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Wie es der Name schon sagt, war der mal für Violets gedacht. Knallen wir jetzt einfach mal wirklich was rein. Achso, ja schon Low-Grade deaktiviert, genau. Die ganzen Zuckerwatten, gut, die kann man nicht im Cash-Shop kaufen, aber da kann man die Potions und die FEC-Flask kriegen, die ist ja viel besser. Upcutstone. Secret of Strengthening Stufe 2, also Power Square Stufe 2. Genau. Das müsste eigentlich eh schon sein. Fehlen eigentlich nur noch Potions. Ja gut, gut, okay. Also Crit-Rate, Crit-Damage muss ich jetzt gleich nicht aktivieren. Das ist ja nur Schaden. Es geht jetzt eigentlich erst primär wieder ums Überleben. Beziehungsweise gucken, wie viel Damage die uns machen. Genau. Dann wäre es das eigentlich. Ja. Also minimal besser könnte man noch machen hier. Na gut, die Zuckerwatte vielleicht echt austauschen gegen den richtigen Potion. Aber ja, wie gesagt, schauen wir mal. Achso, Upcutstone habe ich tatsächlich vergessen. Habe ich gar keinen? Oh, da. Doch, hier 100 Stück. Weird. Genau, gehen wir einfach wieder rein. Diesmal auch mit den Sägen. Das habe ich tatsächlich komplett vergessen, die jetzt zu aktivieren. Können wir direkt auch nochmal machen. Das wären jetzt hier 5 Dungeon Coins. Und drinnen sind wir. Kostet also minimal mehr Geld, wenn man die Curses aktiviert. Aber wenn du hier wirklich leveln wollen würdest, wäre es ja egal. Größter Nachteil. Die haben jetzt tatsächlich immer noch 45.000. Ist also für den Dungeon schon wirklich sehr schwierig. Immer noch keine Buffs, wie gesagt. Und Damage ist, sag ich mal, eigentlich fast der gleiche. Nahezu identisch zu dem, was wir vorher bekommen haben. Aber unser Damage ist halt Ass. Und das größte Problem ist noch, sie heilt sich. Das heißt, ich glaube, den Saint Morning Dungeon kann man vergessen. Als Low-Level-Char hier. Ich meine, gut, ich habe jetzt natürlich keine Buffs, wie gesagt. Das kommt natürlich noch erschwerend hinzu. Also zu den Power-Ups wirst du ja noch Buffs haben. Aber die Killtime, selbst mit Haste, mit mehr Attack-Speed. Gut, die Heilung ist tatsächlich gar nicht so schlimm. Die Heilung war jetzt tatsächlich gar nicht so schlimm, das war nur ganz wenig. Aber das war jetzt schon etwas ätzend. Interessant wäre vielleicht auch die XP, die wir hier kriegen. Aber das ist, denke ich, nicht sehr praktikabel. Oh, lol. Okay, auch interessant. Können wir noch so probieren, so ein Vieh zu killen. Ich muss nur das Food wechseln. Ich wollte sie nicht sterben, weil sonst wären wir nämlich nicht mehr reingekommen. Genau, hier ein bisschen bessere Pillen und ein bisschen besseres Food. So. Damit wir hier nicht sterben. Und, das ist echt heftig. Wenn die critten, ist es natürlich schon ein bisschen ätzend. Das ist dann der zusätzliche Buff eben, den wir gerade aktiviert haben. Haben mehr kritische Trefferchance. Das heißt, man kriegt halt auch wirklich öfter diese Crits ins Gesicht. Ja, also ich sag mal, es ist schon noch praktikabel. Möglich. Wie gesagt, es wäre auch definitiv besser. Aber wir kriegen halt 3,23 waren das jetzt. Ohne XP-Bonus natürlich. Ohne Amplis, ohne alles. Aber gut, ich sag mal so, die Amplis hat man in der Open World auch. 3,23 ist schon ziemlich schlecht. Ich kann euch gleich sagen, was ein Monster auf Level, sagen wir mal, ich bin Level 38, sagen wir mal Monster Level 43, so 5 Level höher könnte man, sag ich mal, realistisch davon ausgehen, bei denen würde man jetzt wahrscheinlich stattdessen leveln. Ich meine, gut, mit Power-Ups wahrscheinlich also 45, 46. Ja, schauen wir mal ein Monster auf Level 45 an. Die Bascues wären das in Garden of Rises, was die so geben. Und hier die Killtime, was ist das? Wahrscheinlich realistisch mit Buffs. Sagen wir mal so 20 bis 30 Sekunden mit Buffs, würde ich jetzt behaupten. Was das so wäre. Ja gut, nehmen wir einfach Level 44 am Monster, ist jetzt auch egal. Ich habe jetzt die Anfänger-Buffs geholt. Ist jetzt ein bisschen realistischer. Haste wäre natürlich Max, wenn man jetzt hier einen Assistant bei sich hätte. Von, was waren es, 30,79 auf 40,42 wären also 0,62, genau. Und bevor wir uns den Dungeon nochmal angucken, den Flowers Dungeon, wollte ich euch nur kurz zeigen, dass ich das natürlich vorher auch in Flyfipedia schon nachgeschaut habe.
Ich wollte es jetzt nur ein bisschen spannender gestalten, indem wir tatsächlich auch in den Dungeon reingehen, aber ich konnte es jetzt auch nicht besser machen, weil, wie gesagt, mir fehlen vor allem die Low-Level-Assists. Ich habe aus irgendeinem Grund nur Low-Level-Chars, die alle keinen Assist haben, lustigerweise. Auch ziemlich funny eigentlich. Damit wäre es natürlich ein bisschen noch ansprechender gewesen, weil man tatsächlich die Monster noch ein bisschen schneller gekillt hätte. Wie gesagt, vor allem wegen Attack Speed. Aber wenn man sich in Flywikipedia die Daten anguckt, ist es auch einfach so, dass hier das Ergebnis letztlich das gleiche ist. Also der erste Dungeon in Flares ist für Level 16 bis 30. Und hier würde man jetzt 5% bekommen auf Level 16. Was sich natürlich erstmal ziemlich geil anhört. Ich meine, 5,6% pro Monster, das heißt, es sind weniger als 20 Mobs für ein Level-Up. Das klingt ziemlich geil. Vor allem muss man ja bedenken, dann noch plus, wobei FEC-Bonus ist hier wahrscheinlich noch nicht aktiv, der wird ja vermutlich erst ab Level 30 sein, ist jetzt noch nicht ganz sicher. Dann aber FEC-Flask plus Ampli, Cheer plus die Dungeon-Boni. Keine Frage, also hier holt man wahrscheinlich pro Monster dann irgendwas im 10 bis 20% Bereich raus, vielleicht sogar über 20%, falls der FEC-Bonus schon früher aktiv sein sollte. Was natürlich schon ziemlich heftig wäre. Aber hat halt auch 15.800 HP. Wie gesagt, grundsätzlich haben die alle sehr viel Schaden, also muss wirklich aufpassen, dass man nicht stirbt. Plus Level 16, das heißt, hier hast du auf jeden Fall noch keine Buffs. Also erst wenn dein Assist Level 20 wird, kommen ja dann die ersten Buffs, sag ich mal. Mit Level 16 kann er dich maximal heilen, was natürlich auch nicht schlecht ist. Aber ich meine, wenn du Full Pay to Win bist, dann ja, auch schon fast egal. Jedenfalls kein riesiger, gewaltiger, sag ich mal, Anreiz jetzt erstmal, wenn man es dann nämlich da mit einem Captain Bank vergleicht, bei so einem Boss Bank, Entschuldigung. Ich meine, bei normalen Monstern Open World kann man ja, wie gesagt, locker 5 Level über einem Level. Ich meine, mit Power-Ups wahrscheinlich auch noch mehr, aber ich will jetzt einfach mal realistisch bleiben. Auch für Free-to-Play-Spieler ist es ja vielleicht ganz interessant. Und wenn ich jetzt zu einem Boss Bank gehe auf Level 16, Entschuldigung, es wird nur 4 Level höher, aber ist ja egal, kriege ich halt tatsächlich auch 1,5%. Der Unterschied ist aber, er hat nur 3100 HP und ist natürlich auch wesentlich schwächer. Ich meine, Boss Bank, wenn du Power-Ups aktivierst, den kannst du halt auslachen, weil der dir absolut nichts machen kann. Vor allem mit Power Scroll im Low-Level und so weiter. Ihr wisst ja alle, wie es ist. Low-Level-Chars profitieren von manchen Power-Ups extrem und von allen Power-Ups profitiert man. Und das heißt, du tötest Minimum 5 Boss-Bangs. Klar, Mobdichte ist ein bisschen schlechter. Mobdichte gewinnt definitiv der Dungeon. Keine Frage. Dafür im Dungeon wesentlich höheres Risiko, dass wenn die Mobs zu nah beieinander stehen, greifen dich halt 3 auf einmal an. Musst du theoretisch auch überleben können. Und in der Zeit tötest du aber, wie gesagt, mindestens 5 Banks. Sogar, doch, sagen wir 5 Banks. Wahrscheinlich. Und kriegst dann Grund-XP tatsächlich sogar mehr. Natürlich ist das ohne die Curses. Die Curses würden ja theoretisch auch zur Grund-XP dazu addiert werden. Allerdings sind die Curses jetzt nicht so heftig. Also die geben, meistens kann man 2 XP-Curses aktivieren. Ich weiß tatsächlich nicht ganz genau, müsste man tatsächlich nachschauen, aber die geben nicht so ultra viel. Also ich denke, Pi mal Daumen würde es wahrscheinlich ungefähr aufs Gleiche rauskommen, XP-technisch. Unterschied ist halt aber, bei den Banks quasi kein Risiko, absolut gechillt, du fühlst dich wie ein junger Gott. Im Dungeon musst du tatsächlich aufpassen und kannst dir eigentlich keine Fehler erlauben. Mal in den Dungeon, in den Flares Dungeon rein, gucken uns da noch natürlich den Damage an, den sie uns machen, mit einem Magier diesmal. Und dann können wir nochmal ein abschließendes Fazit ziehen. So, hier ist das Gleiche. Da habe ich jetzt ja auch einfach mal alles aktiviert. Ich meine, ich spiele die Charts eh nicht. Wahrscheinlich lösche ich die sogar irgendwann. Ich habe da nur am Anfang mal die Dailies mitgefahren, weil ich dachte, dass ich die mal für irgendwas benutzen würde, was dann nie wirklich passiert ist. Also mehr würde man jetzt wahrscheinlich nicht aktivieren. Also die Zuckerwatten muss man sich theoretisch wegdenken. Dafür vielleicht noch ein paar andere Power-Ups, die ich jetzt hier nicht dabei habe. Beziehungsweise FEC-Flask ist ja auf jeden Fall dabei. Ja, also die meisten würden wahrscheinlich gar nicht so viel aktivieren. Power Scroll ist auch hier extra auf Stufe 3 umgewandelt. Ja, ich meine, es ist schon unrealistisch, dass man das die ganze Zeit aktiv hat. Aber gut, wenn man sich wirklich in die Dungeons wagt, anders macht es keinen Sinn. Also wenn, dann musst du schon wirklich die Power-Ups aktivieren. Sonst kannst du es gleich vergessen. Und hier sind es tatsächlich die gleichen Curses. Das heißt, wir haben wieder nur 2 Curses, die XP geben. Das ist eigentlich, wie gesagt, immer ungefähr gleich. Genau. Und 5 Dungeon Coins brauchen wir. Also hier kann man natürlich noch aktivieren, das habe ich tatsächlich noch vergessen. Erhöhter Schaden. Also die Monster kriegen auch mehr Schaden. Das müsste man natürlich auch aktivieren. Die anderen müssten alle Drop-Rate sein. Genau, die anderen 4 sind Drop-Rate. Also die 3 würde man aktivieren. Gut, dann hoffe ich, dass ich nichts vergessen habe. Dungeon Coins haben wir auch. Great Eel habe ich tatsächlich vergessen. Ja, genau. Great Eel. Achso, und vielleicht noch das Food mit dem schnelleren Cooldown. Genau. Und Pille und... So, das haben wir aber wirklich alles. Gehen wir rein. Zack. So,
Ich habe jetzt nochmal kurz die XP-Werte aufgemacht für Level 23. Wir haben uns jetzt gerade für Level 16 angeguckt. Aber mein Char ist ja tatsächlich Level 23, deswegen, wenn wir es jetzt fact-checken quasi, muss ich natürlich die XP anpassen. Hat aber sehr gut funktioniert tatsächlich. Die Monster hier machen deutlich weniger Schaden, weil es natürlich auch an den Doppelschlägen und dem Gift lag im SM-Dungeon, dass die so reingefetzt haben. Das ist jetzt tatsächlich relativ entspannt, also da bräuchte man gar nicht so viele Power-Ups, beziehungsweise, wenn hier der Assist jetzt auch Level 20 wäre, hätten wir noch Heap-Up. Durch Heap-Up könnte man wieder was weglassen. Also das ist tatsächlich relativ angenehm, vor allem, wenn man halt immer nur gegen einen kämpft. Wenn 2 kommen, geht's auch noch. Bei 3 oder 4 wird es dann schon ein bisschen heikel, das wäre dann schon nicht mehr so chillig. Aber man killt sie auch relativ schnell. 71,40 auf 73,99 sind fast genau 2% jetzt gewesen. Und das heißt, der Fact-Checked passt. Grundsätzlich. Allerdings haben wir jetzt natürlich noch die Erfahrungscurses aktiviert, die hier, ja, theoretisch dann gar nichts gebracht haben. Oder? Muss man noch mal gucken, ob ich jetzt echt nicht verguckt habe. Aber wir waren jetzt ziemlich genau bei 2%. Das ist 1,99, würden wahrscheinlich genau stimmen. Allerdings haben wir hier die Erfahrungscurses aktiv. Vielleicht rechnet Flyfipedia mit den Curses. Da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Moment, jetzt war es mehr, oder? Okay, Moment, jetzt war es doch deutlich mehr. Dann habe ich mich verguckt. Also 76, 58. Schreibt mir das dann immer so in den Chat. 76, 58 auf 79, 58. Ja, das heißt, okay, Moment, my bad, dann habe ich mich verguckt. Okay, keine Ahnung, auf was ich dann gerade geschaut habe. Alles gut, das heißt, die Grund-XP müsste passen, plus die Curses. Das sollte also stimmen. Und dann könnten wir jetzt natürlich noch probehalber gucken. Wie gesagt, ich bin ja Level 23, das heißt, Boss Bang wäre hier irrelevant. Jack der Hammer hier 1,78. Also wenn das stimmt, der ist auch wieder 6 Level über uns, müsste mit Power-Ups mehr als realistisch sein. Da könnte man auch noch höhere Monster töten. 1,78. Ja, das wäre natürlich schlecht, weil wenn wir hier 2,5% im Dungeon bekommen, wie gesagt, der ohne Power-Ups eigentlich nicht wirklich bewältigbar ist oder macht keinen Sinn, in den Dungeon zu gehen, wenn du keine Power-Ups aktivierst. Und wenn uns die Jack der Hammer wirklich so viel XP geben, wäre es natürlich ein absoluter Schlag ins Gesicht und es würde sich definitiv nicht rentieren, in den Dungeon zu gehen. Das heißt, da wäre auch die Lektion, die man lernen würde, je früher man in den Dungeon geht, desto mehr rentiert es sich. Also mit Level 16 rentiert es sich wahrscheinlich deutlich mehr als zum Beispiel mit Level 23, mit Level 60 und so weiter. Genau, jetzt müssen wir noch zu den Jack the Hammer kurz gucken. So, wir sind da. Ich habe den XP wieder aufgeschrieben, 79,18. Das heißt, theoretisch würden wir jetzt rechnen mit irgendwas im 80er-Bereich, kurz vor 81. Ja, kurz vor 81. Das heißt tatsächlich 1,81. Genau, ich habe keine XP-Power-Ups an, auch nicht im Dungeon. Ja, kommt ziemlich gut hin. Stimmt auch wieder nicht hundertprozentig. Ich habe doch nichts an, was XP gibt, ne? Komisch. Komisch. Eigentlich haben die XP-Werte in Flyfipedia immer gestimmt. Das wundert mich jetzt gerade so ein bisschen, dass das doch überall minimal abzuweichen scheint. Aber egal. Jedenfalls, ja, das wäre jetzt natürlich auch wieder der Vergleich. Wir können 3 Jack the Hammer töten, die haben 5000 AP, die im Dungeon haben 15.000. Wir kriegen 3 mal 1,80. Das sind 45. Und im Dungeon haben wir gerade mal für die gleichen HP, die wir besiegen, gerade mal bekommen, jetzt diese 2 irgendwas, 2,5%, was das waren. Also auf jeden Fall unter 3%. Und das ist natürlich nichts. Also im Vergleich zu 5% nur 3%. Ja, und ich denke mal, damit hat sich das Thema endgültig erledigt. Wie gesagt, so hatte ich es auch im Kopf. Ich persönlich habe nie in den Dungeons gelevelt, weil das für Free-to-Play-Spieler, also ganz am Anfang war es tatsächlich attraktiv, weil die Dungeons da viel zu schwach waren. Ich weiß gar nicht mehr, was sie genau geändert haben. Ich glaube, die Monster haben viel mehr HP bekommen. Ich glaube, das war die große Änderung. Ich glaube, davor hatten die einfach zu wenig HP. Aber müsste ich tatsächlich nochmal nachschauen. Das ist schon so lange her, schon, glaube ich, 2 Jahre her oder so, dass die da was geändert haben. Weil am Anfang haben das einige Leute tatsächlich ein bisschen abused. FEC 1 war da, wie gesagt, das Stichwort, wo die Leute wirklich nur in den Dungeons gelevelt haben. Im Early Game vor allem. Hauptvorteil war halt, dir sind keine anderen Leute auf den Sack gegangen. Du konntest da reingehen mit deinen beiden Chars und mit Curses und so weiter, konntest du da fett farmen und sogar gute Sachen droppen tatsächlich. Also wertvollere Items, sag ich mal, in der Open World theoretisch droppen. Und ja, wie gesagt, wenn du mit Full Power-Up da reingehst mit der FEC-Flaske und so weiter,
Hat man jetzt ja auch gesehen in den Beispielen, sogar ohne Buffs, hast du keine Probleme. Wenn du genug Power-Ups hast, genug Geld hast, hast du keine Probleme. Da kannst du auch das absolute Drecks-Equipment haben. Der Char hat keinen Schmuck, der Char hat ein zweiteiliges 15er-Set. Alles NPC-Kram, es sind wirklich nur die Power-Ups im Low-Level, die wirklich einen Unterschied machen. Das Equipment kann eigentlich vollkommen egal sein. Und das boostet dich halt durch diesen Dungeon. Aber wie gesagt, seitdem das eben nicht mehr so leicht ist, seitdem die Monster so viel HP haben in den Dungeons, im Low-Level, ist das einfach irgendwo, es ist verschwendete Energie einfach, ja. Man muss sich darüber Gedanken machen, wie, wann, wie, wo, was und so. In der Zeit kannst du einfach eine Open-World leveln, kriegst höchstwahrscheinlich die identischen XP, im Dungeon höchstens minimal mehr, aber wie wir jetzt zum Beispiel gesehen haben, kommt aufs Level an. Also auf 16 kriegst du vielleicht minimal mehr, auf 30 oder 31 kriegst du vielleicht auch minimal mehr, aber je höher du im Level kommst, desto schlechter wird es anscheinend. Und das war jetzt in beiden Dungeons ähnlich, also das Ergebnis war ja mehr oder weniger das gleiche jetzt in den beiden Dungeons, die Erkenntnis. Und von dem her eigentlich echt irrelevant. Leider muss man sagen, weil wenn viele Leute in die Dungeons ausweichen würden, wäre in der Open World weniger los. Das wäre natürlich für alle irgendwie eine Win-Win-Situation, auch für die Leute, die selbst gar nicht in die Dungeons gehen wollen. Aber das ist hier natürlich doch ziemlich unattraktiv, muss man sagen. Und lohnt sich einfach nicht mehr. Also das heißt, falls ihr selber die Gedanken hattet, hey, was ist eigentlich mit diesen Dungeons? Da gibt es doch diese XP-Curses, lohnt sich das und so? Ich würde sagen, nein. Also man kann es machen, wenn man direkt mit Level 16 oder direkt mit Level 31 reingeht, könnte man mal einen Run starten und wird wahrscheinlich nicht sehr viel schlechter abschneiden als in der Open World. Aber wirklich lohnen tut sich's nicht. Man geht eigentlich ein unnötiges Risiko, kann man fast sagen, ein. Weil mit den Power-Ups in der Open World bist du halt literally unbesiegbar. Im Dungeon, wie gesagt, wenn du mal nicht aufpasst oder so, kannst du halt easy... Ich meine, Alter, die Mobs machen mir 200 Schaden und sind 6 Level über mir. Ich könnte jetzt wahrscheinlich auch zu Hobos gehen, theoretisch. Also nur von den Power-Ups her. Würde natürlich keinen Sinn ergeben, weil ich denen ja keinen Schaden machen würde. Aber vom Prinzip her, du bist so overpowered in der Open World mit den Power-Ups. Das macht auch viel mehr Spaß, ehrlich gesagt. Also auch das wäre noch ein Faktor, dass es einfach viel mehr Spaß machen würde, in der Open World sehr viel mehr Monster zu töten und da richtig durchzurushen. Plus Quest-Item-Quests wären auch so eine Sache. Also jetzt in St. Morning, Low-Level St. Morning vielleicht nicht. Aber so ab Level 40 oder so wären dann noch Quest-Item-Quests langsam interessant. Alle paar Level, dass man die mitnehmen kann. Und ja, also wie gesagt, gibt einfach keine Gründe, wirklich in den Dungeons zu leveln. Normalerweise hätte ich das Video so aufgebaut, dass ich das alles vorher nachgeguckt hätte. Aber wie gesagt, ich dachte mir, in dem Fall macht es mal Sinn, das ein bisschen praktischer anzugehen. Dadurch mehr Geblubber, mehr Geblabbel. Aber dafür habt ihr die Daten raw gesehen und ich habe sie nicht erst in der Exit-Sheet eingetragen. Danke euch fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und ich hoffe, dass wir uns auch im nächsten Fly Universe Video wiedersehen. Gerne auch im Livestream vorbeischauen. Twitch-Link in der Videobeschreibung für tägliche Fly Livestreams. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.